Falls der Wind jetzt doch mal drehen würde oder es wird sehr stark regnerisch oder kalt, kann man ja einfach jetzt hier das so abspannen. Da hat man praktisch ein Zelt über seinem Bett. Das werde ich jetzt mal kurz probieren. Ja, so wird dann Variante Nummer 1 aussehen. Einfach so eine Art Zelt über meinem Bett. So sieht es von innen aus. Ja, sehr gemütlich. Ja, das ist super gemütlich hier drin. Wunderschön. Gefällt mir. Ah, ja, super. Von der Länge passt es auch. Die Höhe passt. Ist gleich viel angenehmer hier drin, ein bisschen wärmer. Wir haben jetzt Herbst, es ist ganz schön abgekühlt hier oben. Und nur wenn ich mich bewege, kann ich so laufen, sonst müsste ich eine Jacke anziehen. Aber so tipptopp, jetzt Isomatte, Schlafsack, könnte ich hier wunderschön schlafen. Ja, also jetzt hast du gesehen, mit so einem Bett ist es doch mal ganz anders hier draußen. Auch vom Gefühl her ist was ganz anderes. Man ist auch ein bisschen vom Boden weg. Auch jetzt von der Angst, falls Tiere kommen oder so. Man fühlt sich ein bisschen höher, erhobener und sicherer dadurch auch. Und so ein Bett ist eigentlich recht schnell gebaut, wenn man eine gute Säge hat. Wenn man ein bisschen Vorarbeit leistet und ja, morgens anfängt, dann kann man das locker an einem Tag schaffen. Oder man macht es über mehrere Tage verteilt und kommt dann in den Wald und schläft dort. Ja. Gut, jetzt mache ich das Tarp wieder auf und werde mir hier vorne was kochen. Ja, momentan zwitschert es sehr schön hier und die Vögel, die machen sich immer zusammen, so einen kleinen Schwarm, und dann fliegen die jetzt gerade rum. Wir haben jetzt Abendessenzeit, fliegen von Baum zu Baum, naschen von den Fichtensamen. Und es ist immer ganz schön, so ein kleiner Tumult, der dann durch den Wald fliegt, sage ich mal. Und ich mag das, wenn die Vögel so pfeifen. So, Zeit, die Isomatte und die Decke auszurollen. Ah ja. Die Sonne steht auch gerade günstig. Machen wir die Kamera los. So. Jetzt wird es ganz schön frisch und ich ziehe mir meine Jacke an und zeige dir noch was sich heute sehr, sehr bewährt hat. Und zwar diese Seitentasche hier von Techgear. Ich glaube, die ist eigentlich für die Soldaten, für die Schutzmaske, dass sie da schnell ran können. Weil hier oben kann man aufmachen und dann ist hier so ein Schnellzugriff. Das
heißt, ich kann hier ruckzuck rein. Und hier ist auch noch ein Reißverschluss, dass man es ganz aufmachen kann. Ja, das Praktische war jetzt heute, also wenn ich die Kamera abgemacht habe zum Beispiel und andere Einstellungen gemacht habe, zack, Kamera hier rein oder Säge hier rein. Auch feuchte Sachen können hier rein, weil die eben beschichtet ist. Also ich bin sehr zufrieden mit der. Habe mich anfangs gescheut, die zu tragen, weil die mir so ein bisschen groß vorkam und ich dachte, die stört, aber nee, also die ist super, weil die halt recht groß ist und man kann da drin viele Dinge machen. Hier unten ist noch so ein Sieb, falls mal nasse Sachen reinkommen, dann kann das Wasser ablaufen, man kann es auch auswaschen. Und ich werde jetzt öfters anhaben, ich denke mal so Stück für Stück wird sie noch herausstellen, für was die alles gut ist. Also heute habe ich gemerkt, eben jetzt wenn man draußen ist mit der Kamera, super, man kann hier schnell die Kamera rein, auch und die ist da gut geschützt. So, ja, ein paar Pilze habe ich heute auch noch gefunden. Leckere Steinpilze und Champignons. Und jetzt gibt es nach Großmutters Art von Knorr deftige Erbsensuppe mit Seidewürstle. Kennt ihr Seidewürstle oder sagt ihr da Wiener Würstle dazu? Oder was sagt ihr dazu? Ah, herrlich. Ja, es ist richtig frisch. Also mich friert's. Ich hätte sogar noch eine unten drunter Jacke anziehen können. Ist doch etwas kühl. Aber gut. Ja, hier sind die Pilze. Schöne Steinpilze. Ein Maronenröhrling. Wenn er feucht ist, wird er hier oben ganz glitschig, ganz schleimig, sage ich mal. Da kann man den auch gut dran erkennen. Und wenn man hier unten auf die Röhren kommt, dann laufen die recht schnell an. So bläulich. Da ist ein Stoff drin, das oxidiert mit Sauerstoff. Bei dem Steinpilz passiert das nicht. Der hier andrückt, der läuft kaum an. Außer beim Anschnitt läuft er leicht bräunlich an. Man kann auch den Steinpilz gut mit einem Gallenröhrling verwechseln. Das ist mir letztens passiert, der ist dann richtig bitter, dieser Gallenröhrling. Und ja, jetzt habe ich sie aber im Auge drin, diese Gallenröhrlinge, die sind am Hut oben ein bisschen gräulich. Ja, und das ist noch schon ein schöner Steinpilz. Pfifferlinge, ist klar. Die schön orange-gelb. Es gibt auch den falschen Pfifferling, aber der ist so ein bisschen, wenn man den anfasst, so lommelig und so nicht so knackig fest wie dieser Pfifferling. Und auch die Krempe oben, der Hut ist so unregelmäßig, sage ich mal. Und die Lamellen laufen in den Stiel über. Kann man ganz leicht erkennen, den Pfifferling. Und die schöne Eigelbfarbe, das Eigelb. Ja, gut. So, erstmal einen Schluck trinken. Fühlt sich alles ganz anders an jetzt hier im Wald, weil ich hier sitzen kann. Dach über dem Kopf, das ist jetzt ja, anders, besser. Man muss den Wald meistern. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber bei mir ist es so, wenn man so nackt im Wald ist, sage ich mal, mit nichts, dann kommt einem schon alles ein bisschen komisch vor. Und jetzt fühlt man sich richtig angenehm und wohl hier. Ja, ich koche mir erstmal jetzt einen Tee, weil ich richtig durchgefroren bin. Was auch gut ist, aber mein Körper ist noch nicht. Bei mir ist es so, mein Körper muss sich an die Kälte gewöhnen, so an die Herbst- und Winterszeit. Ich friere immer so 1-2 Wochen lang. Ja, und dann bin ich es gewöhnt und dann geht wieder alles gut. Aber jetzt ist mir schon ein bisschen fröstelig. Was ich für einen Tee habe. Schwarztee könnte ich trinken. Ich glaube, ich nehme Schwarztee. Dann habe ich hier noch eine super Scheibe Brot drin. Voll lecker. Nennt sich Kosakenbrot bei uns beim Bäcker. Boah, das ist sehr, sehr lecker, weil es sehr, wie soll ich sagen, außen knusprig und innen schön saftig. Es ist so ein Roggenmischbrot und sehr würzig vom Geschmack. Ja, und hat eben eine super Konsistenz.
So, das Wasser kocht. Teebeutel. Mein Becher. Handschuhe anziehen. Muss mir mal neue Handschuhe kaufen. Das sind zwei verschiedene. Der eine war mir am Feuer, ist nämlich verbrannt. Hole ich mir mal einen neuen wieder. Wunderbar. Lecker, lecker, lecker. Ui, das tut gut. Oh, ausgezeichnet. Ah, das ist gar kein Schwarztee. Das ist Räubuschtee. Schmeckt nach Karamell. Habe ich den falschen Beutel genommen. Ja. Räubusch Karamell. Könnt ihr auch mal probieren. Das schmeckt super. Schmeckt richtig lecker. Wow. Auch gut. So. Jetzt kommt mal die Erbsen rein. Großmutters Geheimnis. Deftige Erbsen. Die sind ganz gut, die Tüten. Die sind zwar teurer als diese Dosen, wo 800 Milliliter drin sind. Aber naja, dafür ist das leichter. Ja, jetzt gehen die Tage schnell wieder rum. Es wird schon früher dunkel. Man hat nicht mehr so viel Zeit draußen. Jetzt kommt die gemütliche Zeit, gerade hier im Schwarzwald. Ich bin gespannt, wann der erste Schnee kommt. Ja, jetzt werde ich meine deftige Linsensuppe genießen. Das wird ein Festschmaus hier und ich denke mal, wir werden uns noch öfters hier in diesem Lager sehen. Ist eine gute Sache. Und ich lasse mir da was einfallen und werde hier noch ein paar schöne Videos drehen. Und der ersten Übernachtung steht hier auch nichts im Wege. Und dann denke ich mal, werde ich hier noch eine Nacht schlafen. Ja, in Kürze muss ich gucken, wann ich Zeit dafür habe. Und dann gibt es da auch ein tolles Video. Und gerade für die Neueinsteiger dann zum Thema draußen schlafen. Ja, dann wird es langsam konkret. Dann kommt die erste Nacht draußen. Da werde ich auch mal ein bisschen was dann erzählen, wie ich das so empfunden habe, auf was ich geachtet habe, etc. etc. Okay, also, ich wünsche euch alles Gute. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Neue Abonnenten sind bei mir auf dem Kanal herzlich willkommen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, bei der Wahl des geeigneten Platzes achte ich auf folgende Dinge. Alles, was ich brauche, ist ein vorbereitetes Stückchen Holz, etwa die Länge von 10 cm,